Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht's gut. Heute möchte ich über Extrovertierte sprechen. Weißt du, was ein Extrovertierter ist? Ja, das weiß ich. Ein Extrovertierter ist eine Person, die freundlich, gesprächig ist und gerne unter Leuten ist. Sie schöpfen Energie aus der Geselligkeit. Das stimmt. Ich finde Extrovertierte sehr interessant. Sie unterscheiden sich von Introvertierten, die ruhiger sind und es vorziehen, Zeit alleine zu verbringen. Da stimme ich zu. Ich habe einige extrovertierte Freunde und manchmal frage ich mich, wie sie sich fühlen und warum sie so gesellig sind. Ich auch. Ich habe eine Freundin namens Sarah, die extrovertiert ist. Sie liebt es, neue Leute zu treffen und in Gruppen zu reden. Das klingt schön. Was macht Sarah, das zeigt, dass sie extrovertiert ist? Sarah lädt mich oft zu Partys und gesellschaftlichen Veranstaltungen ein. Sie spricht mit allen und findet leicht neue Freunde. Sie lächelt und lacht immer. Ich habe einen Freund namens Mark, der so ist. Er geht gerne zu Konzerten, Sportveranstaltungen und großen Zusammenkünften. Er kennt immer viele Leute. Extrovertierte sind sehr energiegeladen. Sie scheinen es zu genießen, an belebten Orten zu sein. Ja, das tun sie. Manchmal fühle ich mich in einer großen Menge müde, aber Extrovertierte scheinen daraus mehr Energie zu schöpfen. Ich denke, das ist der Grund, warum sie so gesprächig sind. Sie lieben es, ihre Ideen und Geschichten mit anderen zu teilen. Genau. Wenn ich mit Mark spreche, erzählt er mir immer von seinem Tag und den neuen Leuten, die er getroffen hat. Es macht Spaß, ihm zuzuhören. Das mag ich an Extrovertierten. Sie machen Gespräche einfach und interessant. Sie stellen viele Fragen und sind sehr freundlich. Das habe ich auch bemerkt. Wenn ich mit Mark zusammen bin, fühle ich mich entspannt, weil er immer weiß, was er sagen soll. Er bringt mich zum Lachen. Extrovertierte sind gut darin, Freunde zu gewinnen. Sie haben keine Angst, sich vorzustellen und ein Gespräch zu beginnen. Das ist wahr. Sarah hat mir einmal gesagt, dass sie es liebt, neue Leute zu treffen, weil es sie lebendig fühlen lässt. Ich denke, Extrovertierte sind auch sehr kreativ. Sie treten oft Clubs, Teams und Aktivitäten bei, weil sie gerne mit anderen arbeiten. Ja, das habe ich auch gesehen. Mark ist einem Theaterclub und einer Band beigetreten. Er liebt es, aufzutreten und auf der Bühne zu sein. Ich bewundere Extrovertierte für ihr Selbstbewusstsein. Sie sprechen klar und machen sich nicht viele Gedanken darüber, was andere denken. Das stimmt. Manchmal wünsche ich mir, ich könnte mehr wie sie sein. Ich bin eher introvertiert und bevorzuge kleine Gruppen. Das ist in Ordnung. Wir brauchen sowohl Extrovertierte als auch Introvertierte in unserer Welt. Sie ergänzen sich gegenseitig. Ja, ich denke, introvertiert zu sein ist auch gut. Ich genieße es zu lesen und ruhige Zeit zu haben. Aber ich lerne viel von meinen extrovertierten Freunden. Ich auch. Ich versuche, geselliger zu sein wegen meiner extrovertierten Freunde. Ich gehe zu mehr Veranstaltungen und spreche mit neuen Leuten. Ich empfinde das Gleiche. Wenn ich mit Mark bin, versuche ich an Gesprächen teilzunehmen und Fragen zu stellen. Es hilft mir, meine Sprechfähigkeiten zu üben. Extrovertierte können uns helfen, selbstbewusster zu werden. Sie zeigen uns, dass es in Ordnung ist, unsere Gefühle und Ideen auszudrücken.
Ich habe viele neue Wörter und Phrasen gelernt, indem ich mit Mark gesprochen habe. Er erklärt die Dinge immer einfach. Das liebe ich an Extrovertierten. Sie machen Lernen unterhaltsam und einfach. Manchmal bitte ich Sarah, mir beim Deutschlernen zu helfen, und sie macht das immer gerne. Das ist wunderbar. Ich denke, Extrovertierte sind sehr freundlich. Sie kümmern sich um andere und wollen neue Freunde gewinnen. Ja, das tun sie. Ich fühle mich glücklich, sowohl Sarah als auch Mark als Freunde zu haben. Sie machen mein Leben interessanter. Da stimme ich zu. Auch wenn ich introvertiert bin, genieße ich die Zeit mit Extrovertierten. Sie bringen mich zum Lächeln und lehren mich neue Dinge. Extrovertierte sind wie ein helles Licht im Raum. Sie bringen Energie und Wärme in jedes Gespräch. Diese Beschreibung gefällt mir. Es stimmt, dass ich mich glücklich und entspannt fühle, wenn ich mit meinen extrovertierten Freunden zusammen bin. Vielleicht werde ich eines Tages extrovertierter. Ich werde versuchen, offener zu sein und mit neuen Leuten zu sprechen. Das ist eine gute Idee. Du kannst üben, indem du einem Club beitrittst oder zu einer kleinen Veranstaltung gehst. Ich überlege, an einem Kunstkurs in der Gemeinde teilzunehmen. Es wäre eine Gelegenheit, neue Leute zu treffen und etwas Kreatives auszuprobieren. Das klingt großartig. Ich könnte einem Buchclub oder einem Kochkurs beitreten. Es macht Spaß, neue Dinge mit anderen zu lernen. Ja, und selbst wenn wir keine Extrovertierten sind, können wir soziale Veranstaltungen auf unsere Weise genießen. Ich sitze gerne mit einer kleinen Gruppe zusammen und rede leise. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Da stimme ich zu. Manchmal gehe ich auf eine Party und bleibe mit ein paar Freunden in einer Ecke. So fühlt es sich weniger stressig an. Egal wie unsere Persönlichkeiten sind, es ist wichtig, wir selbst zu sein. Ich bin stolz darauf, introvertiert zu sein, und ich respektiere Extrovertierte für das, was sie sind. Ich auch. Wir sind alle unterschiedlich und das macht das Leben interessant. Ich glaube, dass sowohl Extrovertierte als auch Introvertierte voneinander lernen können. Ich lerne geselliger zu sein von meinen extrovertierten Freunden und sie fragen manchmal nach Ideen für ruhige Zeiten. Das ist wahr. Wir ergänzen uns. Ich denke, eine gute Freundschaft ist eine, in der wir unsere Unterschiede akzeptieren und uns gegenseitig helfen zu wachsen. Ja, das fühle ich mit Mark und Sarah. Sie sind meine Freunde und sie machen mich besser. Ich bin froh, dass wir heute über Extrovertierte sprechen konnten. Es hilft mir, meine Freunde besser zu verstehen. Ich stimme zu. Über unsere Erfahrungen zu sprechen, lässt mich darüber nachdenken, was ich an meinen extrovertierten Freunden schätze. Ich mag ihre Energie, ihr Lachen und ihre Freundlichkeit. Sie lassen mich immer willkommen fühlen. Ich empfinde das Gleiche. Ich liebe es, wie Sarah mich immer zu Veranstaltungen einlädt und mich in ihre Pläne einbezieht. Das lässt mich wichtig fühlen. Extrovertierte sind gut darin, alle einbezogen zu fühlen. Sie sind wie eine Brücke, die Menschen verbindet. Ja, das sind sie. Ich denke, das ist ein Grund, warum ich es genieße, mit ihnen zusammen zu sein. Sie helfen mir auch, neue Freunde zu treffen. Ich habe viele von Marks Freunden auf Partys kennengelernt. Sie sind alle freundlich und unterhaltsam. Es ist schön, einen Freund zu haben, der viele Leute kennt. Ich stimme zu. Das bereichert unser Sozialleben. Auch wenn ich manchmal schüchtern bin, fühle ich mich in einer Gruppe mit Extrovertierten sicher. Sie beginnen immer das Gespräch und machen es mir leicht mitzumachen. Ich empfinde das Gleiche. Wenn ich mit Mark bin, weiß ich, dass ich Fragen stellen und neue Dinge lernen kann
ohne nervös zu sein. Ich denke, Extrovertierte helfen mir auch, mein Deutsch zu üben. Sie sprechen klar und verwenden einfache Worte. Ja, ich habe viele neue Phrasen von Sarah gelernt. Sie erklärt die Dinge immer so, dass es leicht zu verstehen ist. Das mag ich an Ihnen. Sie sind geduldig und freundlich. Genau. Ich fühle mich glücklich, Freunde wie Mark und Sarah zu haben. Sie machen mein Leben interessanter und unterhaltsamer. Ich stimme zu. Ich denke, wir sollten unsere Unterschiede feiern. Extrovertiert oder introvertiert zu sein, ist nur ein Teil von dem, wer wir sind. Wir sind alle einzigartig und das macht die Welt bunt. Manchmal sage ich Sarah, dass ich ihr Selbstbewusstsein bewundere. Sie lächelt immer und spricht mit jedem. Ich fühle dasselbe über Mark. Er hat keine Angst, öffentlich zu sprechen und teilt immer seine Ideen. Das inspiriert mich, offener zu sein. Vielleicht werden wir beide eines Tages ein wenig extrovertierter sein. Ich möchte neue Dinge ausprobieren und neue Leute kennenlernen. Ja, und ich möchte mehr über verschiedene Kulturen und Ideen lernen. Ein Kurs oder eine Gruppe beizutreten ist ein guter Schritt. Ich denke über einen Tanzkurs nach. Es wird Spaß machen und ein bisschen beängstigend sein, aber ich möchte es versuchen. Das klingt aufregend. Ich könnte einer Wandergruppe beitreten. Es ist eine gute Möglichkeit, mit Leuten zusammen zu sein und die Natur zu genießen. Egal was wir wählen, ich weiß, dass wir wachsen und lernen werden. Ich bin froh, dich als Freundin zu haben. Wir können unsere Erfahrungen teilen und uns gegenseitig helfen. Ich empfinde das Gleiche. Danke, dass du heute mit mir über Extrovertierte gesprochen hast. Es war ein gutes Gespräch. Gern geschehen, Alice. Ich genieße unsere Gespräche immer. Sie helfen mir zu denken und zu lernen. Ich werde versuchen, geselliger zu sein und neue Veranstaltungen zu besuchen. Ich hoffe, dich bei einigen davon zu sehen. Ja, ich werde auch versuchen, mehr in Gruppen zu sprechen. Vielleicht können wir das nächste Mal zusammen zu einer Party gehen. Das ist eine großartige Idee. Wir können uns gegenseitig unterstützen und Spaß haben. Ich freue mich darauf. Ich auch. Nochmals danke, Tom. Ich habe unser Gespräch wirklich genossen. Danke, Alice. Ich genieße es immer, mit dir zu sprechen. Hab einen schönen Tag. Du auch, Tom. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Alice. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche auf Deutsch verpasst. Bis zum nächsten Video.